Im Frühling 2021 war es endlich soweit. Wir haben das Zentrum von Kappadokien erreicht und uns plötzlich inmitten von bizarren Felsformationen wiedergefunden. Verantwortlich für die besondere Landschaft ist der Ausbruch von Vulkanen, die riesige Mengen an sogenannter Tuffasche aufs Gebiet geschleudert haben. Im Laufe der Erdgeschichte hat sich die Asche zu Tuffstein verfestigt und Wind und Wetter haben aus dem weichen Gestein die heutige Märli-Landschaft geformt. Heute sind jetzt Menschen aus der ganzen Welt ins UNESCO-Weltkulturerbe Kappadokien und die meisten Besucher landen früher oder später im 2500 Einwohnerort Göreme, das mitten in die Felsen gebaut worden ist. Und auch wir haben es mit unserem Fahrrad bis hierhin geschafft und nehmen euch jetzt in diesem Video mit auf Erkundungstour durch die verschiedenen Täler rund um Göreme. Ja, wir sind heute ein bisschen am Durchschlendern durch Göreme. Mit Wasser gebraucht? Genau. Und gefunden, wir gehen noch ein bisschen laufen. Und wenn wir einfach so ziellos hier rumschlendern, passiert das, dass man plötzlich in einer Sackgasse landet und wieder alles runter muss, was man vorher mühsam hochgelaufen ist. Auf jeden Fall haben wir auch noch Göreme zeigen, weil die Lage des Dorfes ist schon spektakulär. Mit den ganzen Bergkaminen, die es immer wieder dazwischen hat, wo die Hotels reingebaut sind. Unten dran am Hauptplatz ist es recht touristisch und hat auch viele Leute, aber sobald man dort Gäste geht, ist es wieder ruhig. Man hat das Gefühl, man ist wieder in einem kleinen Dorf, wo es eigentlich wäre. Ja, man kann von da aus halt zu Fuß ganz viele Ausflüge unternehmen und braucht kein Taxi oder so. Und wir genießen es sehr und jetzt haben wir darum entschieden, dass wir spontan noch länger bleiben. Und zwar sind wir jetzt glaube ich, insgesamt 10 Nächte in Göreme. Und wir wissen auch noch nicht, wie unsere Route nachher weitergeht. Ja, und wir brauchen noch ein bisschen Tag Zeit, um zu entscheiden. Ja. Aber schaut euch das an. Ja, es ist einfach schon spektakulär. Mega spektakulär. Aber am eindrücklichsten ist das morgendliche Spektakel am Himmel über Göreme, zumindest bei gutem Wetter. Und für das steht man gerne mal früh auf. Genauso interessant ist den anderen Touristen zuzuschauen, wie sie total geschminkt und in den schönsten Kleidern stundenlang posieren und sich fotografieren lassen. Und das notabene am 5 Uhr am Morgen bei doch recht frischen Temperaturen. Ja, heute sind wir 300 Tage unterwegs auf unserer Reise. Unglaublich. Und wir haben es über Land mit dem Velo in so eine eindrückliche Landschaft bis nach Kappadokien geschafft. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. Ja, wir sind hier auf Uçhisar Castle und haben das Gefühl, ganz Kappadokien liegt uns zu Füßen. Das ist eine wunderschöne Aussicht. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me by their whole line. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place I now belong. It's my home. Der Tag ist ja sowieso schon absolut genial mit den Ballons am Morgen und jetzt dem Wetter und der Wanderung. Aber wir haben jetzt gerade gelesen, dass Georgien eventuell am 1. Juni Grenzen öffnet. Landgrenzen. It wasn't easy getting used to this. I used to scream. But it's not true. And it's only when the door is locked that nobody enters. It's mine. Had been open till your demise. Gefunden, immer nur vorbeilaufen ist doch langweilig.
Ja, an unserem 300. Tag. Sind wir im ominösen Love Valley angelangt. Ja, Mit ich mag überdimensionierten Riesenpilz. Spargeln, oder? Riesenspargel. Ja, ich mag mich noch gut erinnern, als Lisa mir zum ersten Mal von Kappadokien erzählt hat und die Bilder gezeigt hat. Und dann war es klar, da müssen wir ran. Und jetzt sind wir da. Definitiv ein Etappenziel erreicht. Ja. Was für ein schöner Tag, zum 300 Tage unterwegs sein zu Ja, voll. im Liebestal. Von unserer Hochzeitsreise. I've been lonely, alone in the box of my own. They claim to be near me, but they're all lying. It's not true. I've been lonely, alone in the box of my own. Guten Morgen. Ja, wie gehört es vielleicht schon. Und darum kann man erahnen, was wir vorhaben. Wenn wir so 4 Uhr morgens aufstehen für die bekannte Fahrt. Ja, wir gehen auf Ballon! Yeah! Wir fahren Ballon. Ja, wir sind sehr gespannt, nervös. Ja, wir sind wieder mal unterwegs am Wandern. Ja, wir machen ja nicht viel anderes da. Ballone anschauen und wandern. Ja, und jetzt sind wir in einem schönen Tal. Wir sind wieder mal die Einzigen und es geht durch ein Tunnel. Do not enter. Was ist das, Kaffee? Ja. Mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Und frische Saft. So toll. Ja, wow. Mega schön hier. Schöne Überraschung. Ja. Nehmen wir einen Saft. Duymadın oysa başucunda bekliyorum hala. Tutuştuk kor bir aşka, kalbi buzdan erimiyor ki asla. Yine benim olma, acına bile katma.
Düşerim yağmur olup avuçlarına. Hatırlatır nasıl olsa hiç korkma. Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adımı unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Seni bana saklasam. Ja, es ist unglaublich faszinierend, sich vorzustellen, dass früher da die Leute gelebt haben und die Kirche in den Felsen gebaut haben. Überall sieht man die Einbuchtungen, wo die Taubelschläge waren, die man hier gehalten hat. Teilweise noch schön mit Felsmalereien verziert. Und gleichzeitig ist da unten das Tal völlig verwunschen. Ah, Wahnsinn. Ich habe den Dario wieder mal in einer Höhle verloren. Irgendwo da oben ist er reingegangen. Gefunden! Bizi tutan uçurum dallarında yine benim olma. Acına bile katma. Düşerim yağmur olup avuçlarına. Hatırlatır nasıl olsa hiç korkma. Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Ja, wir sind jetzt im Rosental und da sind wir gestern Morgen mit dem Heißluftballon drüber geflogen. Ja, mitten durch das Tal durch. Sehr eindrücklich. Ja, teilweise so ganz knapp an diesen spitzigen Felsen vorbei. İçini hesaplasam. Nefesimi tuttum, adını unuttum. Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? So, heute Morgen haben wir ein neues Türkei-Video aufgeladen und sind das neue Türkei-Video für nächstes Wochenende bereits am Zusammenschneiden und am Rendern. Und während wir hier warten, machen wir einen Ausflug. Und zwar haben wir heute richtig schönes Wetter. Gestern hat es ein bisschen geregnet. Heute ist die Sonne zurück. Es ist jetzt kurz nach dem 10 Uhr am Morgen und wir gehen heute ins Devrand Valley, auch bekannt als Imaginary Valley, weil ganz viele Felsformationen die Form haben von gewissen Tieren, zum Beispiel einem Kamel. Genau. Ja, wir machen eine kleine Wanderung und freuen uns drauf. Und wir nehmen euch mit. Natürlich. Immer nehmen wir euch Mit dem Lippenlesen klappt nicht. Ja, die Lisa hat es geschafft zu ihrem ersten Kamel. Eines von unseren indirekten Etappenzielen war ja, so weit östlich zu fahren mit dem Velo, bis wir mal ein Kamel sehen. Nummer 1. Das ist das Highlight vom Devrand Valley oder vom Imaginary Valley. Wir finden zwar, das Gesicht ähnelt mehr dem von der Ente. Auf jeden Fall machen alle Touristen hier so das Foto, wie beim Turm von Pisa, wo man das Kamel irgendwie hebt. Und ja, wir haben gemerkt, wir sind in dem Ganzen nicht so geübt, aber wir sehen es selber. Als nächstes besuchen wir das Selve Open Air Museum. Ein ehemaliges Dorf, das sich über 3 Täler erstreckt hat. Hier hat es mehrere Kirchen, eine Moschee und sogar ein Kloster. Aber das Speziellste am Ganzen ist, dass das bis 1953 bewohnt war. Ja, das war eine Kirche und hier in dieser Kirche selber hat man auch Wein gemacht. Und zwar hat man hier Trauben gestampft
Und dann hat es hier unten einen Durchgang gegeben, der jetzt hier in diesem Fall zu ist. Achtung, Grab. Und auf jeden Fall, der Wein ist nachher die gestampfte Traubenflüssigkeit ist nachher hier reingelaufen und dort ist dann gesammelt. Und aus den Resten der Trauben hat man noch Pekmez hergestellt, eine Art dicken Traubenmolasse, die heute noch gebraucht wird, um zusammen mit Tahini zu essen. Was sehr lecker ist. Brüder und Schwestern nennen sie es. Ja, genau. Tahini und Pekmez, ja. Ja, wir sind jetzt hier in einer Wohnung rein. Der Küche. Da war die Feuerstelle, der Rauch hier so abgezogen hat. Hier wird das Wohnzimmer gewesen sein. Nehme ich jetzt mal so an. Ja. Und dann hat es natürlich noch einen zweiten Stock gehabt und die Stege ist halt ein bisschen steil. Die ist hier hochgegangen. Und in diesem Bereich hier haben wir Bulgur hergestellt, mit dem grossen Stein da hinten. Hier unten haben die Leute gelebt und obendran waren die Taubenschläge und die waren extrem dekoriert. Und die Dekoration von diesen Taubenschlägen war eine eigene Kunstform, die mit dem Leben und der Tradition zu tun hatte. Teilweise hat man gewisse Symbole benutzt, wie Granatöpfel, die man gebraucht hat, die für Fruchtbarkeit steht und für den Himmel. Und teilweise hat man sogar auch den Namen und den Beruf von dem, der die Taube besessen hat, aussen gemalt. Ja, ich glaube, wir haben das noch nie gesehen, irgendwo, dass man der Taube so viel Aufmerksamkeit gewidmet hat und aus Taubenschlägen eine eigene Kunstform entstanden ist. Ja, wir sind hier im Sword Valley, im Schwerttal. Und da hinten ist ein Mega Canyon. Ja, hier für uns haben wir das Chavushin Castle. Ja, das ist schon sehr eindrücklich, dass hier oben thront. Dass die den Berg hier zerlöchert haben. Ja. Ich lade zum Schlafen rein. Ja, wir sind kurz vor dem Losfahren in Kappadokien. Wir freuen uns schon sehr auf die Weiterfahrt. Das
ein paar Tage in einem Hotel war super gemütlich, aber wir können es kaum erwarten, wieder aufs Velo zu sitzen und im Zelt übernachten. Ja, und die letzten Tage haben wir ja Zeit gehabt, uns ein bisschen Gedanken über die Route zu machen. Und wir haben das jetzt entschieden. Und zwar, das ist der nördliche Teil von der Türkei, weil die Karte blöderweise zweiteilt ist. Ja. Wir sind eigentlich da. Also von da aus fahren wir jetzt los, zuerst mal Richtung Kayseri. Und dann geht es auf die nördliche Seite. Genau, dann nachher fahren wir Richtung Sivas, das ist die nächste Station. Und dann nachher Richtung Bayburt. Und dann Richtung Yusufeli. Und dann sind wir so ein bisschen in den Kaschgarbergen, wo wir vielleicht dann ein bisschen wandern können. Und von daher geht es dann nachher weiter. Entweder über diese Seite an die Schwarzmeerküste nach Batumi in Georgien. Oder da Richtung Nordosten über den Bergsee Richtung Tiflis. Vielleicht auch noch über Kars. Wir sind im Love Valley, um noch ein paar Bilder zu machen mit unseren Velos. Aber wir sind nicht die Einzigen mit dieser Idee. Da waren sie zusammen posieren mit dem schönen Auto. Wir haben einen Fotoshooting-Crasher da. Ein neuer Freund. Ja, wo ist der Stein? Da habe ich nochmal einen. Nochmal einen. Und hopp. Er fängt mega gerne Stein. Tja. Nach wunderbaren 10 Tagen in dieser einmaligen Landschaft geht es für uns jetzt weiter. Die weiten Ebenen von Ostanatolien warten auf uns.